wir los, oder? Ja, servus und hallo hier zu einem neuen Beitrag in der Serie Jagdmomente mit Freunden. Ich freue mich, dass ich hier neben zwei Jagdfreunden, um nicht zu sagen, neben meinen zwei besten Jungs stehe. Das ist der Stefan, den kennt ihr schon. Stefan, wie geht's? Mir geht's gut, danke. Ja, und zu meiner Linken ist der Lasse. Bei dem sind wir dieses Wochenende zu Gast. Lasse, wir stehen hier in einem Revier in Niederbayern. Es ist Anfang Herbst. Erzähl doch mal ein bisschen was zu den Revierverhältnissen, die wir hier erwarten können. Ja, freut mich erstmal, dass ihr beiden hier seid. Typisch für Niederbayern ist eben der geringe Waldanteil. Also wir haben hier ungefähr ein Viertel Wald, was deutlich unter dem bayerischen Schnitt liegt. Und ja, Niederbayern ist geprägt eigentlich von seinen guten Böden. Wir haben hier relativ kleinbäuerliche Landwirtschaft noch, also kleine Parzellen und ziemlich viele Sonderkulturen und einen guten Wechsel eben zwischen Wald, Feldgehölzen und den verschiedensten Anbauformen. Und wie du schon gesagt hast, hat das Niederwild hier echt gute Chancen und deshalb sind wir auch hier. 3 Förster im Niederwildrevier, hast du schon gesagt. Wir wollen uns dieses Wochenende einfach mal die Jagd auf Hasen, Fasanen, Kaninchen anschauen, was bei uns die Hauptniederwildarten sind. Und ja, wir haben gesagt, wir gehen abends und morgens auch auf Ansitz auf Rehwild, weil wir haben hier immerhin noch Wald und schauen uns tagsüber eben die Habitate an, wo kommen überhaupt diese hohen Niederwildbesätze her und wie sieht das dann aus. Okay. Ja, den Stefan habt ihr eventuell wiedererkannt in einer der letzten Pirsch-Zeitschriften. Dort hat er einen Artikel geschrieben zum Thema Schwarzwildjagd oder ich sag mal Sauenjagd an den Kirrungen. Vielleicht auch ein Stichwort für dieses Revier hier, Lasse. Worauf führst du denn diese erhöhten oder diese erfreulich hohen Niederwildbesätze zurück? Ja, also das haben wir auch schon diskutiert mit meiner Frau als angehender Wildbiologin, haben wir das hier auch schon festgestellt und haben irgendwie gemeinschaftlich überlegt, wo kommt das überhaupt hierher. Zum einen ist, glaube ich, wirklich der größte Faktor eben diese kleine Parzelliertheit. Wir haben hier wirklich noch Landwirtschaft, wie es in anderen Teilen Deutschlands noch vor einigen Jahrzehnten war, wo wir auch noch bessere Besätze hatten. Das ist der größte Punkt, glaube ich. Der zweite Punkt ist, wir haben hier keine Waschbären und kein Schwarzwild, was auch nicht zu unterschätzende Faktoren beim Niederwild ist. Und als dritter Punkt muss man auch sagen, wir haben hier relativ geringe Raubwildbesätze, einfach durch Jagd auch. Und ich denke, in dieser Abfolge sind die Faktoren hier einzuschätzen, warum wir noch so gute Niederwildbestände haben. Ja, Stefan, wir freuen uns auf das Wochenende, mal was anderes. Wir haben außerdem noch ein bisschen vor, mit den Hunden auch zu arbeiten, die natürlich auch bei der Niederwildjagd, sage ich mal, grundsätzlich ja, Pflicht sind. Nicht nur vorgeschrieben, sondern auch einfach Pflicht. Wir wollen ein bisschen mit den Hunden üben. Was haben wir da so vor? Was machen wir da so, Stefan? Ja, wir haben ja 2 Vorsteher, die, sage ich mal, in der Hinsicht oder viel im Feld gearbeitet haben und da auch ausgebildet wurden und mittlerweile viel zu viel Zeit eigentlich fast im Wald verbringen. Und deshalb haben wir uns auch gedacht, dass wir mal wieder ein bisschen die Kenntnisse auffrischen. Wir werden Schleppen machen, sowohl mit dem Kaninchen als auch mit der Ente am Wasser arbeiten. Und dann schauen wir mal natürlich nicht nur diese Übungen wie früher, sondern auch die echte Praxis. Wenn wir die Hunde mal arbeiten lassen, vielleicht können wir ein bisschen vorstehen und den ein oder anderen Fasan schießen. Ja, super. Also ich freue mich drauf. Ihr seht schon, wir haben viel vor. Es ist ein tolles Wetter hier. Und ja, was sich so jetzt hier für uns so ja, ereignet und was wir hier so erleben beim Lasse im Revier, das werden wir euch zeigen und dabei wünschen wir euch viel Spaß. Guten Morgen zusammen. Morgen Ansitz. Ich bin auf der Pirsch, habe mich jetzt hier an eine Kante gesetzt zwischen 2 Senffeldern und ja, an einem Wiesenstreifen. Vor mir streichen die Gockel über den Senf. Ein Traum, wirklich wunderschön. Schon heute früh, als ich hingegangen bin, konnte man die Gockel schon rufen hören. Also ein Traum hier wirklich. Da links der Sitz, der war schon für mich gestern vorgesehen. Heute Morgen konnte ich mich wieder nicht dazu durchringen, da drauf zu gehen. Wollte lieber ein bisschen pirschen und jetzt sitze ich hier am Boden und hoffe, dass ich ein bisschen Niederwild beobachten kann. In meinem sonderbaren Outfit bekam ich an diesem Morgen auch schon bald die Möglichkeit dazu. Im lichtdurchfluteten Nebeldunst konnte ich mehrere Fasane beobachten.
Allein die Rufe eines Gockels seit dem frühen Morgen stimmten mich froh. Jagen mit allen Sinnen, ein Genuss. Diese Henne strich über mich hinweg und landete dann hier an der Senfkante. Kurz darauf verschwand sie wieder. Ursprünglich durch die Römer eingeführt, gibt es 4 Unterarten in Deutschland. Den böhmischen Jagdfasan, den chinesischen und mongolischen Ringfasan und den japanischen Buntfasan. Da sich seit jeher die eingebürgerten Unterarten kreuzen, spricht man allgemein vom Jagdfasan. Mein Jägerherz ist zwar im Wald zu Hause, doch wie immer, wenn ich im Feld sitze, überkommt es mich. Neue Gerüche und Geräusche mit zum Teil anderen Wildarten sind tatsächlich sehr aufregend für mich. So erging es mir bereits bei Max und dem einzigartigen Rebhuhnbesatz in der Wetterau. Nach diesen wunderbaren Eindrücken hier mitten im Revier ging es dann zurück zum Auto. Janka wartete schon sehnsüchtig, wie immer. Ja, traumhafter Morgenansitz. Ich bin jetzt zurück am Auto. Fasanen gesehen, dann ist starker Nebel aufgezogen. Jetzt geht gerade die Sonne hier auf im starken Nebel. Man sieht richtig die Silhouetten der Sonne. Also ja, traumhafter, nebeliger, herbstlicher Morgen. Ich denke, ja, die Jungs werden gleich kommen. Dann werden wir was frühstücken gehen. Und dann werden wir mal schauen, ob wir mit der Flinte das ein oder andere Stück kriegen. Ob wir da zuerst Karnickel machen oder ob wir hier durch die Brachen gehen auf Hase und Fasan. Das wird der Lasse gleich vermelden und ich bin gespannt, wie dieser Tag weitergeht. Ich freue mich drauf. Und dann stand sie 3 Meter vor mir so vor. In diesem Nebeldunst. Das war richtig geil. Ja, bei mir leider nur Rehwild beim Nachbarn. Aber auch Hähne überall am Krähen. Ja, es war irgendwie so hammerschön. Ich saß wieder da an der Ecke an der gleichen. Und als ich runtergegangen bin, schon die Fasanengerufe. Morgen. Morgen. Nachdem die Hunde versorgt waren und auch wir ein kleines Frühstück in einer niederbayerischen Landbäckerei eingenommen hatten, ging es los. Lasse entschied, zunächst etwas mit den Hunden zu arbeiten. Hase und Fasan standen zunächst im Vordergrund. Also da habe ich mit ihr immer geübt. Zum Vorstehen, da denkt man auch, da sitzt nichts drin, aber da hocken halt Tausende von Fasanen drin. Zumindest bei uns. Tausende von Fasanen. So einfach sollte es nicht werden. Einfach ein angenehmer Optimist, der Stefan. Der kommende Acker lud zur Quersuche ein und so wurde zunächst der Wind geprüft, um den Hund sinnvoll suchen zu lassen. Ich wollte nur schauen, wie der Wind geht. Fuß! Ich glaube, der kommt von da oben hier Wie weit ist runter. denn die Straße noch weg? Also so ein Ding wäre halt echt mal schick. Ja, machen wir. Klar. Da muss sie eigentlich hier rechts arbeiten, oder? Ja, irgendwie so. Wenn wir es so hoch machen, vielleicht? Ja. Dass du die linke Flanke machst und nicht die so am Senf entlang. Schauen wir mal. Genau. Schauen wir mal, dann sehen wir's schon. Eine alte bayerische Weisheit und ich denke, sie passt auch hier ganz gut. Für mich zum Filmen übrigens nicht ganz einfach, weil ich permanent mit Wild rechnen musste und die Kamera durchlief. Etwas zu Ungunsten eines ruhigen Bildes. Ich bitte das zu entschuldigen. Bald schon hatten wir Anblick. Da vorne ist ein Fasan. Wo? Links, Infanterist. Ja. Ist ein Hahn, oder? Der ist Ja. schwarz. Ja, kannst vergessen. Aber Langsam! Oder war das der Vertrag? kann sein, der ist da gestartet, ja. Aber Langsam! Langsam! ja, das ist der. Hier, Henne. Nein! Ja, also Stefan hat den richtigen Riecher gehabt. Die Fasane lagen hier halt in den Rüben und in der Mitte sind Ausfallflächen. Da lagen die genau in den Randbereichen und leider hat es halt nicht geklappt. Einmal war der Hahn einmal hatten wir einen Infanteristen auf 100 Meter, da hatten wir natürlich keine Chance. Dann hatten wir ein paar Hennen und am Ende ist noch ein Hahn, den hast du ja auch gefilmt, ein Hahn direkt vor uns hochgegangen. Und da stand leider unser Kameramann genau zwischen Schütze und Hahn, da konnten wir halt auch nicht hinterher schießen, leider. Leider. Ja, leider. Die nächste Station schon sollte Lasse mehr Jagdglück bringen.
Leistung irgendwann merken. Ein neuer Versuch. Der Wind strich hier von rechts kommend über den Senf auf den vor uns liegenden Wiesenstreifen. Cora stand immer wieder vor und zog nach. Wirklich schön zu beobachten. Eine spannende Jagdsituation. Das ist auch gemein, wenn er dann wegrennt, ne? Das kann doch nicht sein, ey. Oh, ist die Bein, schau noch! So, ist die Bein! Schau mal, Hund! Cora, schau mal! Hast du ihn? Ja, Weidmannshalt! Weidmannsdank. So, ist die fein! Es ist aber auch richtig mies. Liegt mitten im Loch, ne? Ja. Jetzt hat's ihn. Oder? Ja, der ist aber hier, ne? Achtung. Hier liegt noch die Wolle. Cora! Ja, endlich. Weidmannshalt. Hier, Weidmannsdank. Da ist er. Der ist der Hase ein bisschen gebadet. Ja, Cora arbeitet schon den ganzen Tag. Fein. Also ich habe dich ja hier immer schon hingesetzt, weil hier ziemlich gut Niederwild unterwegs ist und vor allem Fasane. Und jetzt hat Cora hier gerade schon schön vorgestanden. Man hat schon gesehen hier vor der Zwischenfrucht und dann ist sie reingegangen. Und ich dachte eigentlich fest, dass sie jetzt einen Fasan hochmacht und war eigentlich schon bereit, halt hoch drüber zu schießen. Und dann ist aber doch unten der Hase rausgekommen. Und dann habe ich ihn kurz vorm Wasserlauf hier, konnte ich dann einen guten Schuss antragen und dann ist er direkt in den Bach gefallen. Was es jetzt für Cora nur noch schwerer gemacht hat, natürlich den zu finden. Das war schon echt fies. Der ist relativ tief, 2 Meter fast, und da musste sie erst mal runter und den da rausholen. Und das hat der Hund echt gut gemacht. Brav vorgestanden und apportiert. Weidmannshalt, Lasse. Weidmannsdank. Stefan, bist du stolz auf deinen Hund? Ja, sehr natürlich. Wir haben jetzt lange gearbeitet, wir sind schon aus der Puste und schwitzen. Ich glaube, der Hund hat auch schon einige Kilometer gemacht und umso schöner, dass wir jetzt mal belohnt worden sind und einen Hasen gekriegt haben. Und jetzt sind wir guter Dinge und probieren einfach unser Glück weiterhin. Vielleicht kriegen wir noch einen Fasan dazu, dann wäre das eine runde Sache und ganz hervorragend. Ortswechsel und auf dem Weg ein Gockel auf dem Stoppelacker. Er strich ab und Lasse wusste sich zu helfen. In der Ecke einer Zwischenfrucht sollte er sitzen. Ohne Hund versuchten die zwei ihr Glück und umstellten die Ecke des Ackers. Ja, der ist hier mittendrin. Direkt auf der Ecke ist der? Ja, der stand hier gerade drin. Geh da schnell ein bisschen runter. Ich geh da rein und mach den hoch. Bleib hier stehen, okay? Fasan tot. Etwas stumpf, so kommentierte Lasse am Abend die gefilmte Szene sympathischerweise. Aber der Fasanbraten war gesichert, Weidmannsheil. Ja, wir wollten ja unbedingt noch einen Fasan kriegen. Und ich habe jetzt gerade gesehen, dass hier einer auf der Ecke stand und die sind extrem schwer zu kriegen, weil die halt immer in den hohen Zwischenfrüchten stehen. Ja, und dann haben wir uns jetzt schnell fertig gemacht und ich habe quasi Vorstehhund gespielt und habe den hochgemacht und habe dann auch den ersten Schuss drauf gemacht. Und ja. Oh, ist sie fein. Super. Gib aus. Ja, feiner Hund. Nein. Jetzt ist gut. Jagen mit guten Freunden. Da geht mir einfach immer wieder das Herz auf. Und selbst wenn ich nur die Kamera hielt, das Jagdfieber war mir gewiss. Gemeinsam erlebt es sich einfach am schönsten. Danke Stefan und Lasse,
Es war mir eine Freude. Auch wenn du keinen Zeit ruft. Waldmannsheil hattest, hat es gefreut und beim nächsten Mal klappt es dann bestimmt bei dir auch mit dem Gockel. Ja, klar. Ja, liebe Abonnenten, das war wirklich ein grandioser Tag. Gestern Abend ging es schon los mit einem wundervollen Abendansitz. Für mich ein wundervoller Morgenansitz, der sich dann daran anschloss heute Morgen. Lasse, vielen Dank an dieser Stelle. Sehr gerne. Für diese tollen Erlebnisse hier. Diese neuen Geräusche, vor allen Dingen durch die Fasane, durch die Gockel da in den Feldern. Das ist einfach, ja, also es hat mich total glücklich gemacht. Stefan musste leider schon früher wieder weg. Der ist mittlerweile auf Rotwild unterwegs, am Rande des Bayerischen Waldes. Und dabei wünschen wir ihm, denke ich, viel Erfolg. Weidmannsheil. Weidmannsheil. Lasse, du bist Jagdkönig heute geworden. Du bist nicht nur Gastgeber, sondern auch Jagdkönig geworden. Ja. Ja, so wie ich dich kenne, macht dir das ein kleines schlechtes Gewissen, würde ich mal sagen. Aber es ist halt so, wie es ist, oder? Ja, genau. Also wäre natürlich noch schöner gewesen, wenn einer der Gäste auch Jagdkönig gewesen wäre. Aber dann müsst ihr halt einfach nochmal wiederkommen. Ich denke, das tun Stefan und ich gerne. Also wirklich tolle Erlebnisse hier, einfach auch was anderes. Wir sind ja doch viel im Wald unterwegs, auch jagdlich, und da sind so weite offene Landschaften mit neuen Wildarten einfach auch was Besonderes. Eine Antwort bist du uns noch schuldig. Karnickel in rauen Mengen, würde ich jetzt mal so sagen. Wie kommt das? Ja, ich denke, man muss das Kaninchen ein bisschen abheben von den anderen Niederwildarten. Der größte Einfluss, den die haben, ist eben sind diese zyklischen Seuchen wie RHD2 oder Myxomatose, die halt immer wieder auf diese riesigen Populationen dann eintreffen. Also die sind halt in der Lage, einfach große Populationen aufzubauen und werden dann eben im 10-Jahres-Turnus, oder berichten die Bauern hier, werden die dann wieder dezimiert und verringern sich. Und jetzt sind wir eben an einer der Hochphasen. Okay. Deshalb haben wir so viele gerade. Ja, das hat uns vielleicht auch den Erfolg gebracht. Wir waren gerade noch pirschen. Vor einer Viertelstunde erst hast du das Karnickel noch gekriegt. Also Lasse, Weidmannsheil dir zu dieser tollen bunten Strecke heute. Danke für die Erlebnisse nochmal. Vielleicht schaffen wir es ja mal wieder zusammen in einem Video. Ich würde mich freuen. Und ja, liebe Abonnenten, also mal wieder ein Film mit Fokus auf dem Niederwild. Wir hoffen, dass er euch gefallen hat. Und ja, und ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Film wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute in der nächsten Zeit. Schöne Erlebnisse da draußen, guten Anblick und natürlich Weidmannsheil. Bis dann. Weidmannsheil.